dass wir ihnen sehr oft gar nicht die Möglichkeit geben, weil wir eben durch Anspannung oder Verspannungen oder fehlende Entspannung ihm das Signal geben, du musst beißen, du musst kämpfen, du musst in den Widerstand gehen. Und dadurch verspannen sich wirklich auf körperlicher Ebene Muskeln, was dann wiederum einfach dazu führt, dass diese Muskeln verhärten, dass Faszien sich verhärten. Ich bin in diesem Faszienthema jetzt nicht ganz so tief drin, deswegen ich weiß aber, dass in Faszien sehr viel Emotion gespeichert wird. Wie dieser Vorgang passiert, kann ich dir nicht erklären. Ich weiß aber, dass Faszien ein sehr, sehr wichtiger Baustein auch sind in dieser ganzen körperlichen Geschichte, also was körperliche Entspannung angeht. Und dadurch, dass wir diese ganzen körperlichen Signale überhören oder nicht hören können und der Körper in permanentem Stress gehalten wird, setzt sich das fest und dadurch werden Punkte im Körper schlecht durchblutet oder schlechter durchblutet. Es kommt beispielsweise zu Schonhaltungen, weil wir haben einen verspannten Nacken und ich lehne mich in eine Richtung, weil da ist es ein bisschen angenehmer, mich zu bewegen oder in der Position zu verbleiben, ohne dass ich Schmerzen habe. Und das ist ja alles immer nur ein Teufelskreislauf, der weitergeht und weitergeht und weitergeht. Und deswegen ist Annahme, zumindest für den Moment, in meinen Augen so ein mächtiges und wichtiges Werkzeug, um die ersten Schritte in Richtung Entspannung und Achtsamkeit zu gehen. Weil man muss sich das ja auch mal so vorstellen. Wir haben unsere Routinen, wir haben unseren Alltag, wir machen und tun und machen das vielleicht auch schon seit 25 Jahren ähnlich oder gleich. Und auf einmal kommt von außen ein Impuls und wir sagen so, und ab morgen mache ich es anders. Und der Körper denkt sich, Bruder, was geht ab bei dir? Auf gar keinen Fall. So, das ist voll anstrengend. Wir sind super gestresst schon die ganze Zeit. Jetzt kommst du hier noch um die Ecke mit irgendwelchen neuen Sachen, was ja auch Stress für uns bedeutet in erster Linie, weil der Körper muss neue, oder beziehungsweise das Gehirn muss neue Nervenstränge bilden, um neue Routinen zu etablieren. Der Körper hat ein Muskelgedächtnis, ein Schmerzgedächtnis. Das heißt, alles, was in irgendeiner Form anders gemacht wird als sonst, bedeutet erstmal Stress, weil es ist was Neues, es könnte potenziell gefährlich sein. Also durch Veränderung kann es passieren, dass wir einen sowieso schon sehr gestressten Organismus oder Körper in noch viel mehr Stress versetzen, weshalb der Körper mit noch mehr Stress reagiert, dass wir dieses Neue lassen, weil es ihn schützt, weil das Neue ist vielleicht gefährlich. Der Körper weiß nicht, dass es nicht wirklich gefährlich ist. Der sagt ja und nein, schwarz und weiß, es ist gut oder schlecht. Deswegen haben wir ja unseren Verstand, der uns dann wiederum helfen darf, in kleinen Schritten das runterzubrechen, in die Portionen, in denen wir und unser Körper das gut verstoffwechseln können. Und da ist die Annahme, wie ich schon gesagt habe, jetzt ein paar Mal eben einfach ein sehr schönes Werkzeug, weil man muss nicht viel tun. Es geht auch erstmal darum, nur zu üben, die Situationen anzunehmen, mich anzunehmen. Und ich kann dir sagen, es ist auf jeden Fall auch schon eine Aufgabe, weil bis heute habe ich immer wieder Situationen, in denen ich mich sehr, sehr stark daran erinnern darf, dass jetzt gerade ein Zeitpunkt ist, in dem ich beispielsweise eine Reaktion von mir, die vielleicht ein bisschen heftiger ist, als sie sein müsste, aus bestimmten Gründen, die auch keine Rolle spielen. Aber wenn mir das danach bewusst wird und dann nicht in dieses Ding zu gehen von, boah, jetzt hast du es schon wieder nicht hinbekommen, wie lang muss es noch, wie oft muss es noch passieren, bis du es endlich gecheckt hast, es hätte jetzt auch wirklich nicht sein müssen, du übertreibst immer so. Und das sind einfach diese Gespräche im Kopf, die man mit sich führt, die komplett kontraproduktiv sind. Und in dem Moment dann zu sagen, halt, stopp, es ist in Ordnung, wie es gewesen ist. Ich habe das nicht aus Böswilligkeit getan, sondern da war was ich einfach vielleicht auch nochmal anschauen darf, wenn ich ein bisschen ruhiger bin oder wenn die Situation sich ein bisschen beruhigt hat. Aber das ist nicht schlimm. Da ist jetzt niemand von gestorben. Und es ist auch völlig normal, dass Dinge passieren und dass wir uns weiterentwickeln, dass wir Sachen ausprobieren, dass Dinge schief laufen. Und dafür sind wir da. Wir machen Fehler, wir lernen aus den Fehlern, wir erfahren Dinge, wir erleben Dinge. Aber
Nichts davon sollte in irgendeiner Form bewertet werden, sondern am Ende ist es das, was es ist, nämlich eine Erfahrung oder ein Erlebnis. Und dieses Bewerten ist einfach Murks. Vielleicht fragst du dich jetzt, wie kannst du denn diese Annahme praktizieren? Ich würde dir noch am Schluss von dieser Folge einfach so ein, zwei Gedankenanstöße geben, wie ich das beispielsweise mache. Und vielleicht inspiriert es dich dazu, es genauso zu machen. Oder du findest mit der Zeit auch deine ganz eigene Technik. Bei mir ist es tatsächlich ein bisschen, bei mir kommt es ein bisschen darauf an, ob ich versuche, eine Situation anzunehmen oder ob ich versuche, mich selber anzunehmen. In Bezug auf mich selber hilft mir Journalen unglaublich weiter, Dinge auszusprechen, aufzuschreiben und vor allem für mich auch nochmal zu lesen. Weil wenn ich merke oder wenn ich meine Gedanken vor mir sehe, hilft es mir unheimlich krass festzustellen, wow, wenn eine Freundin oder ein Freund zu dir kommen würde mit dem Problem, das du jetzt selber gerade hast, du würdest niemals so mit ihm oder ihr sprechen. Du wärst liebevoller, du wärst, und selbst das, ich merke es gerade selber, während ich es sage, selbst das ist eine Bewertung. Krass, schon wieder was gemerkt. Aber was ich dir damit sagen möchte, ich schreibe die Sachen auf und ich bemerke diese Dinge, indem ich vor mir sehe, wie meine Gedanken im Kopf ablaufen, weil die oft auch so schnell laufen, dass ich denen teilweise gar nicht folgen kann. Und dann versuche ich bewusst, und wenn es nur 2 Sätze sind, aufzuschreiben, dass es in Ordnung ist, wie es ist, dass ich gerade nichts tun muss, um irgendwas zu verändern oder zu verbessern und dass ich einfach hinsitzen darf, 2 Minuten tief ein- und ausatmen und die Welt dreht sich weiter. Egal, ob es mir gerade gut geht, schlecht geht, ob ich geschrien habe, ob ich ausgeflippt bin, ob ich geweint habe. Es ist einfach in Ordnung für den Moment. Und mir hilft es beispielsweise auch sehr in solchen Momenten, wenn mich jemand in den Arm nimmt. Ob das jetzt mein Partner ist oder eine Freundin. Ich habe gelernt, dann auch zu sagen, ich würde jetzt gerade einfach gerne in den Arm genommen werden, weil ich mich nicht so gut fühle. Oder es würde mir jetzt helfen, wenn du kurz bei mir wärst. Und mit einer Situation oder eine Situation anzunehmen, fällt mir persönlich leichter, weil ich mir denke, kann ich gerade was daran ändern? Also kann ich persönlich jetzt wirklich gerade was daran ändern? Wenn ja, dann ändere ich es. Wenn nein, dann ist es so. Ich bin nicht Gott. Ich habe einen sehr großen kleinen Wirkungskreis und den nutze ich aus, aber ich bin nicht Gott und ich habe auch nicht vor, Gott zu sein. Bin sehr froh, dass ich bin. Aber vielleicht hilft dir der Gedanke, dir die Frage zu stellen, inwiefern kann ich die Situation, in der ich mich gerade befinde, kontrollieren. Und wenn du merkst, es gibt was du persönlich daran verändern kannst, dann tu das. Und wenn es nur ein Bruchteil von der Veränderung ist, in Form eines mini kleinen Schrittes, dann tu es trotzdem. Es ist nämlich der Schritt in die richtige Richtung. Und wenn nicht, dann darfst du einfach sagen, I don't care. Weil wir müssen uns nicht jeden Schuh anziehen. Also zusammengefasst nochmal, Annahme in Bezug auf mich persönlich oder auf ein Verhalten von mir ist mein Impuls Journalen. Beispielsweise auch die Frage, wie fühle ich mich jetzt gerade oder welches Gefühl ist gerade sehr präsent und sogar unangenehm oder angenehm. Es kann ja auch ein super tolles Gefühl sein, mit dem man nicht klarkommt, muss ja nicht immer nur was Schlechtes sein. Und in Bezug auf Annahme in einer Situation oder eine Situation anzunehmen, sich die Frage zu stellen, kann ich was verändern? Wenn ja, wie? Wenn nein, nicht mein Business. Ja, und mit diesen Worten würde ich dich jetzt auch einfach direkt schon wieder entlassen. Heute ist es, glaube ich, auch ein bisschen eine kürzere Folge gewesen. Ah nee, sind auch schon wieder über 20 Minuten. Aber ich wünsche dir jetzt ein wunderschönes Wochenende mit sehr viel Entspannung, ganz vielen tollen Erlebnissen, Freude, Leichtigkeit, ein paar Momente der Annahme. Und ich freue mich riesig, dich bald wiederzusehen. Ich hoffe, dir geht es gut, wo auch immer auf der Welt du gerade bist. Mach's gut, bleib entspannt, pass auf dich auf und wir hören uns ganz bald.